Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie beim letzten Mal schon versprochen, gibt es heute nochmal Weihnachtsdeko. Und zwar habe ich sogar nochmal einen Tannenbaum geknüpft. Diesmal allerdings deutlich größer als der letzte Tannenbaum. Und für den bekommt ihr jetzt hier in diesem Tutorial die Anleitung. Welches Material ihr dafür braucht, steht wieder unten in der Infobox. Nimm 2 der 2,30 Meter langen Fäden und befestige sie nebeneinander mit dem Buchtknoten an deinem Holzring. Befestige sie so, dass der äußere Faden jeweils 90 cm lang ist und der innere 1,40 Meter. Nimm dann einen 2,80 Meter langen Faden und befestige ihn ebenfalls mit dem Buchtknoten, den du jetzt andersrum machst als zuvor, hier an diesem Faden. Genauso auf der anderen Seite. Jetzt nimmst du diesen Faden als Leitfaden, um Rippenknoten über die nächsten 3 Fäden nach rechts zu knoten. Schau mir zu oder guck ins Zusatzvideo für Rippenknoten. Gleiches Vorgehen von rechts, jetzt aber über 4 Fäden, sodass sich der Kreis schließt. Achtung, der Rippenknoten wird jetzt genau andersrum geknotet als vorher. Zieh den Knoten gut fest, damit im Kreis keine Lücke entsteht. Du knotest jetzt einfach weitere Kreise unter den ersten. Behalte dafür den Leitfaden bei und mache erst Rippenknoten bis ganz nach links und dann direkt zurück über die nächsten 3 Fäden in die Mitte. Nimm jetzt den Faden aus der Mitte und knote die zweite Hälfte des Kreises, also erst ganz nach rechts und dann zurück in die Mitte, bis der Kreis geschlossen ist. Knüpfe so noch 5 weitere Kreise. Die erste Tannenbaumseite ist fertig. Wiederhole das Ganze jetzt noch einmal für die zweite Seite. Und jetzt kannst du das Grundgerüst schon an deinem Ast befestigen. Leg dazu alle mittleren Fäden über den Ast und die beiden äußeren Fäden hinter dem Ast entlang. Mit den äußeren knotest du jetzt einen Kreuzknoten um die mittleren, um den Ast zu fixieren.
Nimm jetzt zwei 1,70 Meter lange Fäden und befestige sie mit Buchtknoten hier rechts und links im Baum. Knote dann mit den 4 Fäden einen Kreuzknoten. Und direkt noch einen weiteren Kreuzknoten etwa auf der Höhe dieser Kreise. Nimm für diesen Knoten aber die inneren Fäden nach außen. Befestige jetzt einen 2,20 Meter langen Faden mit dem Buchtknoten, den du jetzt wieder falsch rum machst, hier am äußeren Faden. Daneben noch einen 1,70 Meter langen Faden. Genauso auf der linken Seite. Jetzt machen wir einen Berry Knot, der besteht aus mehreren Kreuzknoten. Knüpfe dafür zuerst einen Kreuzknoten mit den mittleren 4 Fäden etwa auf diese Höhe. 2 weitere Kreuzknoten direkt darunter. Die mittleren beiden Fäden ziehst du jetzt durch diese Lücke. Zum Fixieren knotest du jetzt noch einen weiteren Kreuzknoten um die beiden mittleren Fäden und ziehst ihn schön fest. Nimm jetzt den Faden von ganz links und knote wieder Rippenknoten bis in die Mitte. Gleiches Vorgehen von der rechten Seite, bis der Kreis um den Berry Knot geschlossen ist. Knote mit dem Faden aus der Mitte weiter Rippenknoten bis ganz nach links. Nimm dann den 4. Faden von links und knote Rippenknoten nach rechts über die nächsten 2 Fäden. Mit diesen 4 Fäden machst du jetzt einen normalen Kreuzknoten und danach schließt du den kleinen Kreis um diesen Kreuzknoten wieder mit Rippenknoten. Das gleiche wiederholst du auch rechts. Unter jeden der beiden Kreise knüpfst du genau einen solchen Kreis noch einmal. Jetzt noch 2 Kreuzknoten hier mit den mittleren 4 Fäden und dann befestigst du diese mit einem weiteren Kreuzknoten an deinem Ast. Knüpf hier noch einmal Rippenknoten bis nach außen und dann können auch diese Fäden am Ast befestigt werden. Zum Schluss schneidet ihr den Tannenbaum einfach noch auf der gewünschten Länge ab. Und ich habe die Enden jetzt auch noch ein kleines bisschen ausgekämmt, weil ich finde, das sieht dann ein bisschen fluffiger und ein bisschen schöner noch aus. Für mehr Inspiration schaut auch gerne auf Instagram unter Knotenlaune vorbei.